dich schon mal gefragt, was wirklich gute Fotografen auf gar keinen Fall tun würden? Oder was den Amateur vom Profi unterscheidet? Heute teile ich mit dir die 5 Fehler, die ich zum Teil selber gemacht habe und die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du bessere Fotos schießen möchtest. Bleib dran und ich verspreche dir, dass du vermutlich auch den einen oder anderen Aha-Moment haben wirst. Hi, ich bin die Tanja und wenn du, so wie ich früher, denkst, dass du nur die richtige Kamera brauchst, um ein guter Fotograf zu sein, dann mach dich auf was gefasst. Heute geht es nicht um Technik oder teures Equipment, sondern um die Dinge, die du unbedingt lassen solltest, um bessere Fotos zu machen. Glaub mir, auch ich habe diese Fehler gemacht. Fehler Nummer 1. Verabschiede dich vom Automodus. Der Automodus fühlt sich sicher an, aber er nimmt dir auch die Kontrolle über deine Bilder weg. Du musst anfangen, deine Kamera manuell zu bedienen, um wirklich kreative Freiheit zu erlangen. Es ist wie beim Autofahren. Würdest du jemand anderen überlassen, zu entscheiden, wohin die Reise geht? Vermutlich nicht. Wenn du dich dann einmal sicher in dem manuellen Modus auskennst, kannst du natürlich eine Halbautomatik verwenden, wenn es mal schnell gehen soll. Fehler Nummer 2. Das blinde Befolgen der Drittelregel. Ja, ich gebe zu, die Drittelregel kann ein guter Anfang sein, aber sie ist nicht in Stein gemeißelt. Manchmal funktioniert eine kreativere Komposition einfach deutlich besser. Also brech ruhig mal die Regeln, denn das führt oft zu den spannendsten Ergebnissen. Gerade in der Porträtfotografie können interessante Schnitte das gewisse Etwas reinbringen und aus einem normalen Bild ein richtiges Bangerbild machen. Nummer 3. Ja, Licht ist wichtiger als die Kamera. Ich habe ganz am Anfang einmal versucht, mit einer super teuren Kamera zu fotografieren. Und das Bild war trotzdem nicht so toll. Warum? Weil ich das Licht komplett falsch eingeschätzt hatte. Du brauchst garantiert kein High-End-Equipment, wenn du verstehst, wie du das Licht für dich arbeiten lässt. Denn das Licht ist der wahre Star der Bilder. Diese Fotos hier, die ich dir jetzt hier so einblende, sind alle mit meiner Einsteigerkamera entstanden. Und nun sind wir schon über die Hälfte des Videos. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like, Kommentar oder ein Abo. Und weiter geht's. 4. Fehler. Achte auf das ganze Bild, nicht nur das Motiv. Manchmal sind wir so auf das Hauptmotiv fixiert, dass wir vergessen, was drumherum geschieht. Schon mal ein Foto gemacht und im Nachhinein gemerkt, dass im Hintergrund so ein hässlicher Mülleimer steht? Genau. Deshalb schau dir immer den gesamten Bildausschnitt an, bevor du fotografierst. Und wenn du wie ich im Schwarz-Weiß-Modus der Kamera fotografierst, schau auch vorher mal, ob irgendwelche farbigen Hintergründe von deinem Modell ablenken könnten. Tja, bei mir war es nämlich ein roter Baustellenzaun. Nummer 5. Den Technikfetisch vermeiden. Ich habe es schon mal gesagt, aber es ist so wichtig. Ich weiß, es ist so verlockend, immer nach dem neuesten Equipment zu greifen. Aber in Wahrheit brauchst du das nicht. Gute Fotografie hängt nicht von der Kamera ab, sondern davon, was du damit machst. Es ist so wie beim Kochen. Die besten Köche schaffen es, aus wenig Zutaten ein hervorragendes Essen zu gestalten. Natürlich hat Technik ihre Berechtigung, aber ein guter Fotograf macht mit einer schlechten Kamera deutlich bessere Bilder als ein schlechter Fotograf mit einer guten Kamera. Das Bild, was ich euch hier jetzt einblende, ist zum Beispiel mit einem super günstigen 35 mm Objektiv entstanden. Und zum Schluss noch ein kleiner Tipp, den ich auch viel zu spät erst gemerkt habe und ich glaube, den alle Anfänger einmal gemacht haben. Übertreib es nicht mit HDR. Klar, es sieht manchmal cool aus, aber zu viel davon kann ein Bild unnatürlich aussehen lassen. Setze HDR dezent ein, um Details hervorzuheben. Aber lass deine Bilder möglichst natürlich. Und wenn du jetzt direkt loslegen willst, dann schau auf das hier verlinkte Video, denn da zeige ich dir, wie du tolle Porträts erstellst. Ciao!